Hallo und herzlich willkommen zu Es war einmal die dunkle Seite der Märchen. In diesem Format werde ich euch die Originalfassungen von Märchen vorlesen, dabei alles viel zu wörtlich nehmen und mich darüber auslassen, wie absolut hanebüchen, durchgeknallt und unlogisch diese Geschichten eigentlich sind. In der heutigen Geschichte geht es um einen hinterhältigen Lustmolch, der die Notsituation einer jungen Prinzessin schamlos ausnutzt, um mit ihr ins Bett zu steigen. Es ist der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. Viel Spaß! In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Weil man auch immer am schönsten aussieht, wenn einem die Sonne direkt ins Gesicht scheint. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer, dunkler Wald. Und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Ein Brunnen, der am Arsch der Welt in einem finsteren und potenziell verwunschenen Wald liegt, ist auch ungemein praktisch. Brunnen auf dem Dorfplatz bauen, das kann ja jeder, das ist viel zu Mainstream. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Die Prinzessin geht also ganz alleine in den großen, dunklen Wald, ohne Wachen oder Eskorte. Und die ist bis jetzt noch nie überfallen, entführt oder von großen bösen Wölfen gefressen worden? Ja, ist klar. Wahrscheinlich auch nur, weil das Wünschen noch geholfen hat. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder. Und das war ihr liebstes Spielwerk. Das ist auch ein sehr geistreiches Spiel, stumpf den ganzen Tag eine Kugel hochzuwerfen und wieder zu fangen. Da kann zwischen den Ohren nicht viel los sein. Und als Lieblingsspielzeug hat die sich eine Kugel ausgesucht. Klar, die ist aus Gold und man muss ja schließlich schon von weitem sehen, dass es die Prinzessin ist. Aber hatten die wirklich nichts Besseres zu Hause? Als königliche Familie können die sich doch bestimmt alles Mögliche leisten. Das ist fast wie wenn man seiner Katze ein super teures Spielzeug kauft und die interessiert sich nur für den Pappkarton. Außerdem, Moment. Jetzt muss ich gerade mal rechnen. Die Kugel ist aus massivem Gold. Da steht jetzt nicht, wie groß die ist, aber sagen wir mal 10 Zentimeter Durchmesser. Muss ja auch was hermachen, das Ding. Also, Volumen der Kugel mal Dichte von Gold ist gleich 10 Kilogramm? Das ist voll die Bodybuilder-Prinzessin. Was muss die für einen Bizeps haben, wenn die Kugel jeden Tag wirft und fängt und das mit nur einer Hand? Jetzt mal zum Vergleich. Die Kugel fürs Kugelstoßen wiegt bei den Frauen 4 Kilo und bei den Männern 7 Kilo. Das ist beides weniger als die goldene Kugel von der Prinzessin. Deswegen braucht die auch keine Wachen, wenn die in den Wald geht. Die kann die Räuber alle alleine verprügeln. Wahrscheinlich muss sie auch immer im Wald spielen, weil sie früher im Burghof immer aus Versehen die anderen Kinder mit ihrer Kugel erschlagen hat. Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Ja, man muss schon versuchen, aktiv zu fangen, sonst wird das nix. Einfach nur die Hand hochhalten und hoffen, dass die Kugel drin landet, reicht meistens nicht. Die müsste doch eigentlich Übung drin haben, wenn sie das seit Jahren jeden Tag macht. Ich schätze, das bestätigt meine Annahme, dass da im Hirn nur der Bildschirmschoner läuft. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach. Was habe ich gerade gesagt? Beweg dich mal, Mädel! Aber die Kugel verschwand und der Brunnen war tief. So tief, dass man keinen Grund sah. Wenn die Kugel vom Boden gerade in den Brunnen rollen kann, dann heißt das, dass der Brunnen ohne Umrandung einfach ebenerdig ein Loch im Boden ist? Im dunklen Wald? Das ist doch ein hochgradiges Sicherheitsrisiko. Das entspricht garantiert nicht den DIN-Normen des Brunnenbauamtes. Deswegen haben die den wahrscheinlich auch im Wald gegraben und nicht in der Stadt, damit das niemandem auffällt. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tiere und Wanderer da regelmäßig drin verunglücken und anfangen zu gammeln. Da möchte ich nicht draus trinken.
Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. »Du bist ne Prinzessin. Ihr habt goldene Teller zu Hause. Dein Vati kann dir bestimmt ne neue Kugel kaufen, also heul nicht so rum.« Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu: »Was hast du vor, Königstochter? Du schreist ja, dass ich einen Stein erbarmen möchte.« Sie sah sich um, woher die Stimme käme, da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte. »Ach, du bist's, alter Wasserpatscher«, sagte sie. »Man scheint sich bereits zu kennen? Das ist also die Königstochter, die ein bisschen stumpfsinnig ist und mit Tieren redet. Garantiert das Vorzeigekind der Familie. Ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist.« »Sei still und weine nicht«, antwortete der Frosch. »Ich kann wohl Rat schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?« »Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie. »Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.« Der Frosch antwortete: »Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen, wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder heraufholen.« »Sonst noch was?« Der Frosch ist echt dreist, dass es nicht besser geht. Aber wahrscheinlich verdient er sich seinen Lebensunterhalt damit, verlorene Gegenstände, Haustiere und Familienmitglieder aus dem Brunnen zu fischen. Das Wort Geselle ist in diesem Zusammenhang übrigens als Liebhaber gemeint. Der Frosch hat also ein Auge auf die Prinzessin geworfen, was auch gar nicht widerlich ist oder so. »Ach ja«, sagte sie, »ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst.« Sie dachte aber: »Was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein.« Hier unterschätzt sie den Frosch leider gewaltig, wenn sie denkt, er wäre ihr gegenüber minderwertig und sie wäre mit ihrer einen einsamen Gehirnzelle schlauer als er. Der zieht doch seit Jahren Leute über den Tisch. Der ist ein geübter und ausgebuffter Gangster, der ist dir immer 2 Schritte voraus. Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab, und über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Der Frosch muss auch recht stark sein, wenn er die Kugel im Maul tragen kann. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. »Warte, warte«, rief der Frosch. »Nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.« Aber was half ihm, dass er ihr sein »Quack, Quack« so laut nachschrie, als er konnte. Sie hörte nicht darauf, eilte nach Hause und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen musste. Gut, ich nehme es zurück, so schlau ist der Frosch wohl doch nicht. Das hat man davon, wenn man diesen eingebildeten Tussis alles glaubt, was sie einem erzählen. Am anderen Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam plitsch, platsch etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Und als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür und rief: »Königstochter Jüngste, mach mir auf!« Den Frosch hört man auch nur klopfen, weil das voll der Halkfrosch ist. Da dröhnt es richtig. Oder vielleicht hat der König das Schloss aus Amerika importiert und die Tür und alles andere ist nur aus Pressspan, was weiß ich. Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre. Als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch und war ihr ganz Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach: »Mein Kind, was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Ach nein«, antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.« »Was will der Frosch von dir?« »Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er sollte mein Geselle werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein.« »Tja, Pech. Hätte sie mal besser aufpassen sollen, was sie anderen verspricht.
Es gibt so Leute oder Frösche, die nehmen einen tatsächlich beim Wort. Die lädt wahrscheinlich auch Leute zu ihrem Geburtstag ein und wundert sich dann, dass die auch noch kommen. Außerdem muss man ja nicht jedem alles versprechen, was er verlangt. Gerade wenn das so utopische Forderungen sind wie von dem Frosch. Da muss man doch ein bisschen handeln, Gegenangebote machen, Preis drücken. Als das in der Prinzessinnen-Schule dran war, hat sie wahrscheinlich geschwänzt und im Wald ihre Kugel geworfen. Indem klopfte es zum zweiten Mal und rief: Königstochter Jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt bei dem kühlen Brunnenwasser? Königstochter Jüngste, mach mir auf! Da sagte der König: Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf. Das sind einerseits harte, aber auch irgendwie gerechte Erziehungsmethoden. Es ist schon wichtig, seinem Kind beizubringen, dass man Versprechen halten soll. Aber es ist trotzdem ein bisschen übertrieben, seine Tochter, die eine Prinzessin ist, deswegen an den Frosch zu verschenken. Sie ging und öffnete die Türe. Da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief: Heb mich herauf zu dir! Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch. Und als er da saß, sprach er: Nun schieb mir dein goldenes Tellerlein näher, damit wir zusammen essen. Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie es nicht gerne tat. Der Frosch ließ sich's gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bisslein im Halse. Endlich sprach er: Ich hab mich satt gegessen und bin müde. Nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein Seidenbettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen. Also jetzt wird's doch langsam widerlich. Vor allem, weil wir ja alle wissen, dass der Frosch mehr als nur Kuscheln im Sinn hat. Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber war zornig und sprach: Wer dir geholfen hat, als du in Not warst, den sollst du hernach nicht verachten. Was zum Geier! Erziehungsmethoden hin oder her. Jetzt geht's aber zu weit. Die arme Prinzessin hat auch ihre Lektion inzwischen deutlich gelernt und ist schon verstört fürs Leben. Aber dem König ist das wurscht. Der zieht das bis zum Ende durch, so nach dem Motto: Egal, ob du Prinzessin bist, wenn du einem Dahergelaufenen deine Jungfräulichkeit versprichst, dann musst du das auch halten. WTF! Das ist in jeglicher Hinsicht einfach nur irrational. Und noch viel mehr so, weil sie schließlich eine Prinzessin ist. Aber schätze mal, die älteren Töchter sind alle schon politisch wertvoll verheiratet worden und haben die Thronfolge gesichert. Da kann man ja die Jüngste, die ein bisschen Schaden hat, an den Frosch verheiraten. Ist klar. Da packte sie ihn mit 2 Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bett lag, kam er gekrochen und sprach: Ich bin müde, ich will schlafen so gut wie du. Heb mich herauf, oder ich sag's deinem Vater. Jetzt erpresst er sie auch noch und zwingt sie einfach, mit ihm ins Bett zu steigen. Widerlicher Arschlochfrosch. Da ward sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wider die Wand. Nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch. Yay, Respekt an die Prinzessin, sie lässt sich nicht erpressen und wehrt sich. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen und freundlichen Augen. Die Augen sind auch das einzige Freundliche an dem Kerl. Warum lebt der eigentlich noch und ist kein Mus, wo ihn doch die Prinzessin mit ihrem Arnold Schwarzenegger-Arm an die Wand gedroschen hat? Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Merke, nach ihres Vaters Wille. Sie wurde mal wieder gar nicht erst gefragt. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein. Und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Zuerst mal war das wahrscheinlich gar keine böse Hexe, sondern einfach nur eine normale Hexe, die er genauso unverschämt und penetrant angebaggert und belästigt hat wie die Prinzessin. Den hätte ich an ihrer Stelle auch in den Frosch verwandelt. Aber nein, er ist doch so ein netter Kerl, der Frauen respektiert und nie und nimmer nur als Objekt zum Stillen seiner Gelüste sieht. Das muss eine böse Hexe gewesen sein. Die Bitch.
Und zweitens ist es ein merkwürdig spezifischer Fluch. Warum kann den nur diese eine Prinzessin aufheben und warum muss sie ihn an die Wand klatschen, um ihn zu erlösen? Ist der vielleicht doch eigentlich gar nicht so ein Kotzbrocken, sondern musste sich ihr gegenüber nur so verhalten, damit sie ihn auf jeden Fall an die Wand donnert? Wahrscheinlich konnte das nur diese Prinzessin, weil das die mit dem stärksten Wurfarm im ganzen Land ist. Wenn ihn eine nur so halbherzig geworfen hätte, hätte das wahrscheinlich gar nicht funktioniert. Hat er dann also, als er verwünscht wurde, eine Anleitung mitbekommen, wie man den Fluch wieder aufhebt? Woher weiß der das? Falls ihr schon mal verflucht wurdet und wisst, wie das abläuft, schreibt's mir doch mal in die Kommentare. Dann schliefen sie ein, und am nächsten Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen herangefahren, mit 8 weißen Pferden bespannt. Die hatten weiße Straußenfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten. Und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Die Nachricht hat sich aber schnell verbreitet. Das muss ja eine Highspeed-Überschallbrieftaube gewesen sein, die überbracht hat. Und wie ist der Heinrich so schnell schon da? Die Rückverwandlung hat sich doch im Schlafzimmer der Prinzessin abgespielt und dann sind die zwei gleich schlafen gegangen. Wer hat das mitbekommen und dem Heinrich Bescheid gesagt? Wurden die von irgendwem bespannert, der unbedingt wissen wollte, wie das mit einem Mädchen und einem Frosch im Bett funktioniert? Und wusste derjenige dann gleich, welcher Prinz das ist, von welchem Königreich? Gab es da vor ein paar Wochen eine Rundtaube mit den neuesten Nachrichten, dass Prinz X vom Königreich Y in den Frosch verwandelt wurde und vermisst wird? Das muss ja dann das Nachbarkönigreich gewesen sein, weil erstens der Froschprinz ja alleine gar nicht so weit weghüpfen kann und sonst ja Heinrich nie so schnell da gewesen sein konnte. Auch nicht mit 8 Pferden. Oder wusste Heinrich die ganze Zeit, wo der Prinz ist und hat mit dem ganzen Gespann keine Ahnung wie lange in der Nähe gewartet und beobachtet, was passiert? Hat der vielleicht durchs Fenster der Prinzessin gespannt und dann schnell den Wagen aus dem Wald geholt? Ist zwar nicht sehr logisch, aber bisher die wahrscheinlichste Möglichkeit, die mir einfällt. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, dass er 3 eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zersprenge. Das ist ja schon so ein bisschen gay, ne? Außerdem ist es medizinisch fragwürdig, wie das funktioniert mit den Eisenbändern ums Herz. Vor allem beim damaligen Wissensstand und der nicht vorhandenen Hygiene. War wahrscheinlich wieder Magie, sonst hätte der ja den Eingriff schon nicht überlebt. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen. Der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück Wegs gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief: »Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr eine Fretsche warst.« Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer, der Wagen bräche. Und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrichs absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. Hat der jetzt Eisensplitter im Körper? Wahrscheinlich kommen die zu Hause an und er fällt tot vom Kutschbock, weil er innerlich verblutet ist. Die Prinzessin wird übrigens auch schon seit einer Weile einfach nicht mehr erwähnt. Keine Ahnung, ob die eigentlich glücklich ist mit der Situation oder nicht. Egal. Die ist schließlich verheiratet und nach Märchenlandregeln ist das ein Happy End. Also hat sie gefälligst glücklich zu sein. So, Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann kann es nicht mehr lange dauern. Das war's mit einer weiteren Folge von Es war einmal die dunkle Seite der Märchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da und gönnt euch ein Abo, wenn ihr mehr von meinem dummen Geschwafel hören wollt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!